Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich jeden Tag Deutsch lernen wollte, aber oft keine Zeit dafür hatte. Mein Alltag war manchmal sehr voll. Ich hatte viele Aufgaben. Ich musste arbeiten, ich musste mich um viele Dinge kümmern. Am Abend war ich oft müde. Ich wollte trotzdem mein Deutsch verbessern. Aber manchmal dachte ich, wann soll ich noch lernen? Wie kann ich jeden Tag neue Wörter lernen? Wie kann ich mehr Deutsch hören? Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Du möchtest Deutsch lernen, du möchtest mehr Wörter verstehen, du möchtest besser sprechen, aber der Tag ist einfach zu kurz. Genau deshalb habe ich eine einfache Methode entdeckt. Ich habe angefangen, Deutsch in meine Ruhezeit einzubauen. Besonders am Abend vor dem Schlafen. Ich heiße Sarah und ich lerne Deutsch schon eine lange Zeit. Früher dachte ich, Lernen bedeutet immer, mit einem Buch am Tisch zu sitzen. Ich dachte, ich muss viele Übungen machen, ich muss viele Seiten lesen, ich muss lange Grammatik lernen. Natürlich sind diese Dinge wichtig, aber ich habe verstanden, eine Sprache lernt man nicht nur durch große Lernzeiten, man lernt eine Sprache auch durch kleine Momente im Alltag. Ein paar Minuten jeden Tag können viel verändern. Und genau diese kleinen Momente vor dem Schlafen können sehr wertvoll sein. Am Abend ist unser Kopf oft ruhiger. Wir haben weniger Ablenkungen. Wir können uns besser auf Wörter und Sätze konzentrieren. Deshalb habe ich angefangen, einfache deutsche Sätze vor dem Schlafen zu hören. Keine komplizierten Texte, keine schwierige Grammatik, nur alltägliche Sätze, die ich wirklich benutzen kann. Zum Beispiel: Ich bin müde. Ich gehe jetzt schlafen. Morgen ist ein neuer Tag. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Diese Sätze sind einfach, aber sie gehören zum echten Leben. Und genau solche Sätze brauche ich im Alltag. Viele Menschen lernen viele schwierige Wörter, aber sie können keine einfachen Gespräche führen. Sie kennen komplizierte Begriffe, aber sie wissen nicht, wie sie ihren Tag beschreiben. Deshalb finde ich alltägliche Sätze so wichtig. Sie helfen mir, Deutsch natürlich zu benutzen. Wenn ich jeden Abend ähnliche Sätze höre, werden sie vertrauter. Mein Gehirn erkennt die Wörter schneller. Nach einiger Zeit muss ich weniger nachdenken. Die Sätze kommen automatisch. Das ist ein wichtiger Teil beim Sprachenlernen. Eine Sprache muss vertraut werden. Sie muss nicht nur gelernt werden. Ich habe auch gemerkt, dass Lernen vor dem Schlafen entspannter ist. Ich setze mich nicht unter Druck. Ich muss keine Prüfung machen. Ich muss nicht jedes Wort sofort auswendig lernen. Ich höre einfach zu. Ich lasse die Sprache auf mich wirken. Manchmal wiederhole ich einige Sätze leise. Manchmal denke ich über die Bedeutung nach. Manchmal höre ich einfach nur zu. Aber jedes Mal habe ich Kontakt mit Deutsch. Und dieser Kontakt ist wichtig. Denn eine Sprache braucht regelmäßige Verbindung. Es ist besser, jeden Tag 10 Minuten Deutsch zu hören, als einmal in der Woche viele Stunden zu lernen. Kleine Gewohnheiten können große Veränderungen bringen. Ich habe auch angefangen, meine eigenen Abendroutinen auf Deutsch zu beschreiben. Wenn ich ins Bett gehe, denke ich, ich mache das Licht aus. Ich lege mein Handy weg. Ich entspanne mich. Ich schlafe jetzt. Diese Sätze sind sehr einfach, aber sie verbinden Deutsch mit meinem echten Leben. Und genau dadurch bleiben sie besser im Gedächtnis. Ich lerne nicht nur Wörter, ich verbinde Wörter mit Situationen. Wenn ich später diese Situation wieder habe, kommt der Satz leichter zurück. Das Gehirn liebt Verbindungen. Wenn ein Wort mit einem Bild oder einer Erfahrung verbunden ist, erinnert man sich besser daran. Deshalb sind Alltagssätze so effektiv. Sie gehören zu meinem Leben. Sie sind nicht nur Wörter auf einer Liste. Nachdem ich angefangen hatte, jeden Abend deutsche Sätze zu hören, bemerkte ich eine interessante Veränderung. Deutsch fühlte sich nicht mehr wie eine schwierige Aufgabe an. Es wurde langsam ein Teil meiner täglichen Routine. Früher dachte ich, dass Lernen immer anstrengend sein muss. Ich dachte, ich muss viele Regeln lernen. Ich muss viele Wörter schreiben. Ich muss viele Übungen machen. Aber später habe ich verstanden, eine Sprache lernt man auch durch Wiederholung und Gewohnheit.
Wenn ich jeden Tag ein bisschen Deutsch höre, gewöhnt sich mein Gehirn an die Sprache. Es erkennt die Wörter schneller, es versteht die Satzstruktur besser und nach einiger Zeit fühlt sich Deutsch natürlicher an. Besonders alltägliche Sätze helfen dabei sehr, denn diese Sätze brauche ich immer wieder. Zum Beispiel am Morgen. Ich wache auf und kann denken, ich stehe auf, ich mache mein Bett, ich dusche, ich ziehe mich an, ich mache Frühstück. Diese Sätze sind einfach, aber sie beschreiben mein echtes Leben und genau deshalb sind sie wichtig. Viele Lernende möchten sofort schwierige Gespräche verstehen, sie möchten Filme verstehen, sie möchten lange Diskussionen führen. Aber bevor man schwierige Dinge versteht, braucht man eine starke Basis. Diese Basis besteht aus einfachen Sätzen, aus Wörtern, die jeden Tag vorkommen, aus Ausdrücken, die man oft benutzt. Ich habe gelernt, dass einfache Sätze nicht langweilig sind. Sie sind die Bausteine einer Sprache. Wenn ich viele einfache Sätze kenne, kann ich sie miteinander verbinden. Dann entstehen längere Gespräche. Zum Beispiel, ich stehe früh auf, ich mache Kaffee, ich lese Nachrichten, danach gehe ich zur Arbeit. Diese 4 kleinen Sätze erzählen schon einen Teil meines Tages. Später kann ich sie erweitern. Ich stehe früh auf, weil ich morgens mehr Zeit haben möchte. Ich mache Kaffee, bevor ich zur Arbeit gehe. So wächst meine Sprache Schritt für Schritt. Ich habe auch angefangen, bestimmte Sätze vor dem Schlafen bewusst zu wiederholen. Nicht 100 Sätze auf einmal, nur einige wichtige Sätze. Zum Beispiel, ich bin heute zufrieden. Ich hatte einen guten Tag. Ich bin müde und möchte schlafen. Morgen werde ich neue Dinge lernen. Diese Sätze helfen nicht nur beim Deutschlernen, sie helfen auch, ruhig über den Tag nachzudenken. Ich habe gemerkt, dass Emotionen beim Lernen eine große Rolle spielen. Wenn ein Satz mit einem Gefühl verbunden ist, bleibt er besser im Gedächtnis. Wenn ich sage, ich bin glücklich und dabei wirklich an einen schönen Moment denke, verbindet mein Gehirn das Wort mit einer Erfahrung. Das macht Lernen leichter. Deshalb versuche ich, Deutsch nicht nur als Wörterbuch zu sehen. Deutsch ist eine Sprache für echte Momente, für Freude, für Gespräche, für den Alltag, für mein Leben. Eine weitere Sache, die mir geholfen hat, war langsames Hören. Am Anfang wollte ich immer alles schnell verstehen. Wenn jemand schnell gesprochen hat, war ich nervös. Aber beim Lernen vor dem Schlafen mache ich es anders. Ich höre ruhig zu. Ich konzentriere mich auf die Aussprache. Ich höre die einzelnen Wörter. Ich achte darauf, wie Sätze klingen. Das hilft meinem Ohr, sich an Deutsch zu gewöhnen. Viele Menschen unterschätzen das Zuhören. Aber gutes Zuhören ist die Grundlage für gutes Sprechen. Bevor ich selbst sprechen kann, muss mein Gehirn hören, wie die Sprache funktioniert. Es muss Muster erkennen. Es muss typische Ausdrücke kennenlernen. Es muss die Melodie der Sprache verstehen. Deshalb ist Zuhören eine aktive Übung. Auch wenn ich nur ruhig liege und einen deutschen Satz höre. Mein Gehirn arbeitet trotzdem. Ich habe auch gelernt, dass Wiederholung wichtiger ist als ständiges Wegsein. Früher wollte ich jeden Tag neue Inhalte lernen, jeden Tag neue Wörter, jeden Tag ein neues Thema. Aber viele Dinge habe ich schnell vergessen. Heute wiederhole ich wichtige Sätze öfter. Wenn ein Satz wirklich nützlich ist, höre ich ihn mehrere Tage. Dann wird er vertraut. Dann kommt er leichter zurück. Zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Ich brauche Hilfe. Ich verstehe das nicht. Kannst du das bitte wiederholen? Das sind einfache Sätze, aber sie sind im Alltag sehr wertvoll. Wenn ich solche Sätze automatisch benutzen kann, fühle ich mich sicherer. Ich muss nicht lange überlegen, ich kann schneller reagieren. Und genau das möchte ich beim Deutschlernen erreichen. Ich möchte die Sprache nicht nur verstehen, ich möchte sie leben. Deshalb liebe ich diese kleinen Lernmomente am Abend. Sie sind ruhig, sie sind einfach, aber sie bringen mich jeden Tag ein kleines Stück weiter. Manchmal sind die kleinsten Gewohnheiten die wirkungsvollsten. Ein paar Minuten Deutsch vor dem Schlafen können mit der Zeit einen großen Unterschied machen. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass die Sätze, die ich jeden Tag höre, langsam in meinem Kopf bleiben. Am Anfang waren es nur einzelne Wörter. Ich hörte einen Satz und verstand vielleicht nur die Hälfte. Aber nach vielen Wiederholungen passierte etwas Interessantes. Die Sätze wurden vertraut.
Ich musste nicht mehr über jedes Wort nachdenken. Mein Gehirn erkannte die Struktur automatisch. Das war ein wichtiger Moment für mich. Denn beim Sprachenlernen geht es nicht nur darum, neue Informationen zu bekommen. Es geht darum, diese Informationen oft genug zu benutzen. Wiederholung gibt meinem Gehirn die Möglichkeit, eine Sprache wirklich aufzunehmen. Genau deshalb sind tägliche Sätze so hilfreich. Sie kommen immer wieder. Sie begleiten mich durch meinen Alltag. Zum Beispiel gibt es viele Sätze, die ich morgens benutze. Wenn ich aufwache, kann ich sagen, ich bin wach, ich möchte noch ein bisschen schlafen, ich muss heute früh aufstehen, ich habe heute viel zu tun. Diese Sätze sind einfach, aber sie sind sehr praktisch. Ich brauche sie nicht nur im Lernbuch, ich brauche sie in meinem echten Leben. Und wenn ich sie oft höre, werden sie Teil meiner Sprache. Ich habe auch gelernt, dass ich nicht immer laut lernen muss. Manchmal reicht es, aufmerksam zuzuhören. Besonders am Abend, wenn ich müde bin, möchte ich nicht mehr konzentriert am Schreibtisch sitzen. Ich möchte entspannen. Genau deshalb passt diese Lernmethode gut zu meinem Alltag. Ich kann Deutsch hören und gleichzeitig zur Ruhe kommen. Es gibt keinen Stress, es gibt keinen Druck. Ich genieße einfach den Kontakt mit der Sprache. Diese entspannte Atmosphäre hilft mir, denn wenn ich entspannt bin, kann mein Gehirn neue Dinge besser aufnehmen. Ich habe auch angefangen, die Sätze mit Bildern in meinem Kopf zu verbinden. Wenn ich höre, ich öffne die Tür, stelle ich mir vor, wie ich eine Tür öffne. Wenn ich höre, ich mache das Licht aus, stelle ich mir mein Zimmer vor. Wenn ich höre, ich gehe ins Bett, sehe ich die Situation vor mir. Diese Verbindung zwischen Sprache und Bildern hilft sehr, denn Wörter sind nicht nur Töne, sie haben eine Bedeutung. Sie gehören zu Situationen. Je mehr Verbindungen mein Gehirn macht, desto leichter erinnere ich mich. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich mich nicht auf einzelne Wörter konzentriere. Früher habe ich oft Wortlisten gelernt, zum Beispiel Bett, Kissen, Decke, Schlaf. Natürlich sind diese Wörter wichtig, aber ein ganzer Satz ist oft viel nützlicher. Zum Beispiel, ich lege mich ins Bett, ich brauche ein bequemes Kissen, ich mache die Decke warm. Mit ganzen Sätzen lerne ich automatisch die richtige Struktur. Ich lerne, wie Menschen wirklich sprechen. Und später kann ich ähnliche Sätze selbst bilden. Das hilft besonders beim Sprechen, denn beim Gespräch habe ich keine Zeit, jedes Wort einzeln zusammenzubauen. Ich brauche fertige Sprachmuster. Ich brauche Sätze, die schnell aus meinem Kopf kommen. Genau diese Fähigkeit entsteht durch regelmäßiges Hören. Ich habe auch bemerkt, dass diese Methode meine Motivation verändert hat. Früher hatte ich manchmal das Gefühl, ich habe heute nichts für Deutsch gemacht. Aber wenn ich am Abend nur ein paar Minuten deutsche Sätze gehört hatte, wusste ich, ich habe trotzdem etwas gemacht. Diese kleinen Erfolge sind wichtig. Sie helfen mir, weiterzumachen. Denn beim Sprachenlernen ist Kontinuität sehr wichtig. Es geht nicht darum, einmal sehr viel zu lernen. Es geht darum, immer wieder Kontakt mit der Sprache zu haben. Jeden Tag ein bisschen, jede Woche ein bisschen mehr. Nach einiger Zeit entsteht eine große Veränderung. Ich habe auch angefangen, bestimmte Sätze mit meinen Gefühlen am Ende des Tages zu verbinden. Wenn ich einen langen Tag hatte, sage ich bin müde, aber ich bin zufrieden. Wenn etwas gut gelaufen ist, heute war ein schöner Tag. Wenn etwas schwierig war, morgen ist eine neue Chance. Diese Sätze sind nicht nur Deutschübungen, sie sind meine eigenen Gedanken auf Deutsch. Und genau dadurch wird die Sprache persönlicher. Ich lerne nicht mehr nur fremde Beispiele, ich benutze Deutsch für mich selbst. Das ist ein großer Unterschied. Eine Sprache wird stärker, wenn sie mit dem eigenen Leben verbunden ist. Ich habe auch verstanden, dass man beim Lernen vor dem Schlafen nicht zu viel erwarten sollte. Das Ziel ist nicht, in einer Nacht eine neue Sprache zu lernen. Das Ziel ist, jeden Tag eine kleine Verbindung aufzubauen. Ein Satz heute, ein Satz morgen. Eine kleine Wiederholung jeden Abend. Mit der Zeit wird daraus etwas Großes. Viele Menschen suchen nach einer komplizierten Lernmethode, aber manchmal funktionieren einfache Methoden am besten. Ein ruhiger Moment, ein paar deutsche Sätze, ein bisschen Aufmerksamkeit und regelmäßige Wiederholung. Mehr braucht man am Anfang nicht. Heute sehe ich diese Abendroutine nicht nur als Lernen. Sie ist eine Zeit, in der ich Deutsch näher an mein Leben bringe. Die Sprache begleitet mich, am Morgen, am Tag und sogar vor dem Schlafen.
Genau diese Verbindung macht den Unterschied. Nachdem ich diese kleine Abendroutine einige Zeit gemacht hatte, bemerkte ich noch etwas Wichtiges. Ich begann, deutsche Sätze nicht mehr nur zu hören. Ich begann, sie im Alltag wiederzuerkennen. Das war ein schönes Gefühl. Manchmal hörte ich irgendwo einen Satz und dachte, diesen Satz kenne ich, diesen Ausdruck habe ich schon gehört. Mein Gehirn reagierte schneller, die Sprache wurde vertrauter. Genau das passiert, wenn man regelmäßig mit einer Sprache in Kontakt bleibt. Am Anfang ist alles neu, die Wörter klingen fremd, die Sätze wirken kompliziert. Aber durch Wiederholung verändert sich das. Die Sprache wird Schritt für Schritt natürlicher. Ich habe auch gelernt, dass bestimmte Sätze besonders wichtig sind. Es sind nicht immer die schwierigsten Sätze. Oft sind es die einfachen Sätze, die ich jeden Tag brauche. Zum Beispiel, ich brauche eine Pause. Ich habe keine Lust. Ich freue mich darauf. Ich bin einverstanden. Das ist eine gute Idee. Diese Sätze helfen mir in vielen verschiedenen Situationen. Ich kann sie bei der Arbeit benutzen. Ich kann sie mit Freunden benutzen. Ich kann sie im Alltag benutzen. Deshalb konzentriere ich mich heute mehr auf praktische Sprache. Ich möchte Wörter lernen, die mein Leben einfacher machen. Früher dachte ich, je komplizierter ein Wort ist, desto wichtiger ist es. Aber das stimmt nicht immer. Ein einfacher Satz, den ich wirklich benutzen kann, ist oft wertvoller. Ich habe auch angefangen, meine eigenen Sätze zu machen. Wenn ich einen neuen Ausdruck höre, frage ich mich, wie kann ich diesen Satz in meinem Leben benutzen? Zum Beispiel lerne ich habe vor. Dann mache ich eigene Beispiele. Ich habe vor, heute früher schlafen zu gehen. Ich habe vor, morgen Deutsch zu lernen. Ich habe vor, am Wochenende Freunde zu besuchen. So wird der Satz zu meinem eigenen Satz. Und wenn ein Satz zu meinem Leben passt, bleibt er besser im Gedächtnis. Ich habe auch gemerkt, dass die Zeit vor dem Schlafen besonders ruhig ist. Am Tag gibt es viele Informationen, viele Geräusche, viele Aufgaben. Aber am Abend kann ich mich besser konzentrieren. Ich kann die Sprache ohne Stress hören. Das ist wichtig. Ein Lernen funktioniert besser, wenn ich eine positive Verbindung damit habe. Wenn ich jedes Mal denke, Deutsch ist schwer, Deutsch ist anstrengend, dann verliere ich vielleicht die Motivation. Aber wenn ich denke, ich verbringe jeden Abend ein paar ruhige Minuten mit Deutsch, dann fühlt es sich leichter an. Ich habe auch begonnen, die letzten Minuten meines Tages bewusster zu nutzen. Statt nur auf mein Handy zu schauen, höre ich manchmal deutsche Sätze. Ich lasse mein Gehirn noch einmal mit der Sprache arbeiten. Zum Beispiel höre ich Sätze wie, ich hatte heute einen guten Tag. Ich habe viel gelernt. Jetzt kann ich mich entspannen. Ich wünsche dir eine ruhige Nacht. Diese Sätze sind einfach, aber sie geben mir ein Gefühl für die Sprache. Ich höre, wie Wörter zusammen funktionieren. Ich höre die natürliche Aussprache. Ich lerne den Rhythmus der deutschen Sprache. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich nicht alles übersetzen muss. Am Anfang wollte ich jedes Wort in meine Muttersprache übertragen, aber das hat mich langsam gemacht. Heute versuche ich, die Bedeutung direkt zu verstehen. Wenn ich höre, ich bin erschöpft, denke ich nicht zuerst an die Übersetzung. Ich verbinde es mit dem Gefühl von Müdigkeit. Wenn ich höre, ich bin erleichtert, verbinde ich es mit einem Moment, in dem ein Problem vorbei ist. So beginnt mein Gehirn direkt auf Deutsch zu reagieren. Das ist ein großer Schritt, denn flüssiges Deutsch bedeutet nicht nur viele Wörter zu kennen, es bedeutet, schneller mit der Sprache umzugehen. Ich habe auch gelernt, dass Schlaf und Ruhe eine wichtige Rolle beim Lernen spielen. Wenn ich gut ausgeruht bin, kann ich besser lernen. Und wenn ich vor dem Schlafen etwas wiederhole, kann mein Gehirn diese Informationen verarbeiten. Deshalb ist diese Zeit so interessant. Ich lerne nicht unter Druck. Ich gebe meinem Gehirn einfach neue Eindrücke. Natürlich bedeutet das nicht, dass ich nur vor dem Schlafen lernen sollte. Andere Übungen sind auch wichtig. Sprechen, lesen, schreiben, hören. Alles zusammen macht die Sprache stärker. Aber diese kleinen täglichen Sätze sind eine gute Ergänzung. Sie helfen mir, regelmäßig dran zu bleiben. Ich habe verstanden, eine Sprache entsteht nicht nur durch große Anstrengungen, sie entsteht durch kleine Gewohnheiten. Ein paar Minuten jeden Tag können viel verändern. Ein Satz, den ich heute höre, kann morgen in meinem Kopf bleiben.
Ein Ausdruck, den ich heute wiederhole, kann später automatisch kommen. Und genau so wächst meine deutsche Sprache. Langsam, ruhig, aber sicher. Deshalb glaube ich heute, manchmal sind die kleinen Momente die wichtigsten Momente beim Lernen. Mit der Zeit habe ich angefangen, noch bewusster mit deutschen Alltagssätzen zu arbeiten. Ich habe gemerkt, dass nicht jeder Satz gleich wichtig für mich ist. Manche Sätze brauche ich jeden Tag, andere Sätze höre ich selten. Deshalb konzentriere ich mich zuerst auf die Sprache, die wirklich zu meinem Leben passt. Das macht das Lernen einfacher. Zum Beispiel gibt es viele Sätze, die ich morgens brauche. Wenn ich aufwache, denke ich muss aufstehen. Ich habe heute viel vor. Ich brauche einen Kaffee. Ich bin noch ein bisschen müde. Diese Sätze begleiten mich jeden Tag. Wenn ich sie oft höre und benutze, werden sie automatisch. Ich muss nicht lange überlegen. Sie kommen einfach. Genau das möchte ich beim Deutschlernen erreichen. Ich möchte nicht jeden Satz im Kopf übersetzen. Ich möchte direkt reagieren können. Ich habe auch gelernt, dass kleine Wörter einen großen Unterschied machen. Viele Lernende konzentrieren sich nur auf wichtige Nomen und Verben. Aber im echten Gespräch sind kleine Ausdrücke sehr wichtig. Zum Beispiel eigentlich, vielleicht, wirklich, gerade, noch, schon. Diese Wörter machen meine Sätze natürlicher. Sie helfen mir, genauer zu sagen, was ich meine. Zum Beispiel, ich habe Zeit, ist ein einfacher Satz. Ich habe gerade Zeit klingt natürlicher, wenn ich über den Moment spreche. Oder ich lerne Deutsch ist richtig. Aber ich lerne schon lange Deutsch gibt mehr Informationen. Diese kleinen Veränderungen machen meine Sprache lebendiger. Deshalb achte ich beim Hören nicht nur auf große Wörter. Ich achte auch auf kleine Ausdrücke. Ich habe auch angefangen, Sätze nach Situationen zu lernen. Das bedeutet, ich lerne nicht nur ein Thema wie Essen oder Arbeit, ich lerne ganze Situationen. Zum Beispiel, wenn ich jemanden begrüße. Guten Morgen, wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Wenn ich etwas nicht verstehe, kannst du das bitte wiederholen? Was bedeutet dieses Wort? Kannst du das einfacher erklären? Wenn ich müde bin, ich bin heute sehr müde. Ich brauche etwas Ruhe. Ich gehe früh schlafen. Diese Sätze helfen mir direkt im Leben. Sie sind nicht nur Theorie, sie sind Werkzeuge. Ich habe auch gemerkt, dass Emotionen beim Lernen sehr wichtig sind. Ein Satz bleibt besser, wenn ich ihn mit einem echten Gefühl verbinde. Wenn ich sage, ich bin glücklich und dabei an einen schönen Moment denke, lerne ich nicht nur ein Wort, ich speichere eine Erfahrung. Wenn ich sage, ich bin nervös, erinnere ich mich an Situationen, in denen ich dieses Gefühl hatte. Die Sprache wird persönlicher und persönliche Dinge bleiben länger im Gedächtnis. Deshalb finde ich Alltagssätze so effektiv. Sie erzählen kleine Teile meines Lebens. Ich habe auch begonnen, vor dem Schlafen kurze Gespräche in meinem Kopf zu führen. Ich frage mich, wie war mein Tag? Dann antworte ich auf Deutsch. Mein Tag war gut. Ich hatte viel Arbeit. Ich habe etwas Neues gelernt. Jetzt möchte ich schlafen. Diese kleine Übung hilft mir sehr. Ich übe die Vergangenheit. Ich übe Verbindungen zwischen Sätzen. Ich übe, meine Gedanken auszudrücken. Und ich brauche dafür niemanden. Ich kann es jederzeit machen. Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich keine Motivation habe. Manchmal bin ich zu müde. Manchmal habe ich andere Sorgen. Aber genau dann helfen kleine Gewohnheiten. Ich muss nicht 1 Stunde lernen. Ich kann einfach ein paar Sätze hören. Das reicht, denn der Kontakt mit der Sprache bleibt bestehen. Und das ist wichtiger, als perfekt zu lernen. Ich habe auch verstanden, dass man beim Lernen nicht immer aktiv arbeiten muss. Manchmal hilft auch passives Hören. Zum Beispiel höre ich deutsche Sätze, während ich mich entspanne. Mein Gehirn hört die Aussprache. Es erkennt die Wörter. Es gewöhnt sich an den Klang. Natürlich lerne ich dadurch nicht alles automatisch, aber es unterstützt meinen Lernprozess. Es ist wie ein kleiner täglicher Kontakt mit einem Freund. Je öfter ich jemanden sehe und höre, desto vertrauter wird die Person. Mit einer Sprache ist es ähnlich. Je öfter ich Deutsch höre, desto vertrauter wird es. Ich habe auch aufgehört, mich über kleine Fehler zu ärgern. Wenn ich einen Satz falsch sage, bedeutet das nicht, dass ich schlecht Deutsch kann. Es bedeutet nur, dass ich noch lerne.
Jeder Fehler zeigt mir etwas Neues. Vielleicht brauche ich eine Wiederholung. Vielleicht muss ich diesen Satz öfter hören. Vielleicht muss ich ihn selbst benutzen. Aber ich mache weiter. Denn mein Ziel ist nicht, nie Fehler zu machen. Mein Ziel ist, Deutsch immer besser zu benutzen. Und genau dabei helfen mir diese einfachen Alltagssätze. Sie geben mir Sicherheit, sie geben mir Routine und sie bringen mich jeden Tag ein kleines Stück näher an flüssiges Deutsch. Wenn ich über meine Reise mit Deutsch nachdenke, gibt es eine Sache, die ich besonders wichtig finde. Ich habe gelernt, dass Geduld eine große Rolle spielt. Am Anfang wollte ich schnell Fortschritte sehen. Ich wollte viele Wörter kennen. Ich wollte sofort alles verstehen. Ich wollte ohne Fehler sprechen. Aber Sprachenlernen funktioniert nicht wie ein kurzer Weg. Es ist eher eine lange Reise. Jeder kleine Schritt bringt mich weiter. Jeder Satz, den ich höre, hilft mir. Jede Wiederholung macht mein Deutsch ein bisschen stärker. Heute weiß ich, dass kleine tägliche Gewohnheiten sehr mächtig sind. Vielleicht höre ich nur 10 Minuten deutsche Sätze am Abend. Vielleicht wiederhole ich nur 5 neue Ausdrücke. Vielleicht denke ich nur ein paar einfache Sätze auf Deutsch. Aber diese kleinen Dinge sammeln sich. Nach einer Woche, nach einem Monat, nach mehreren Monaten. Plötzlich merke ich verstehe mehr. Ich erkenne mehr Wörter. Ich kann leichter antworten. Das ist der Moment, in dem ich sehe, wie wichtig Regelmäßigkeit ist. Ich habe auch gelernt, dass ich meine eigene Lernmethode finden muss. Jeder Mensch lernt anders. Manche Menschen lernen gerne mit Büchern. Manche Menschen lernen gerne durch Gespräche. Manche Menschen lernen durch Hören. Für mich sind deutsche Alltagssätze besonders hilfreich, weil sie direkt mit meinem Leben verbunden sind. Ich kann sie sofort benutzen. Ich kann sie in meinem Alltag wiederfinden. Ich kann sie immer wieder hören. Und genau das macht sie so effektiv. Ich habe auch aufgehört, mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Früher habe ich manchmal gedacht, andere sprechen besser als ich. Andere lernen schneller. Warum bin ich noch nicht so weit? Aber jeder Mensch hat seinen eigenen Weg. Jemand anderes hat vielleicht andere Erfahrungen. Jemand anderes hat vielleicht mehr Zeit zum Lernen. Das bedeutet nicht, dass mein Weg falsch ist. Wichtig ist nur, dass ich weitergehe. Ich schaue heute lieber auf meine eigenen Fortschritte. Ich frage mich, was kann ich heute besser als vor einigen Monaten? Diese Frage gibt mir Motivation, denn oft sehen wir nur, was noch fehlt, aber wir vergessen, was wir schon erreicht haben. Ich habe auch verstanden, dass eine Sprache ein Teil meiner Identität werden kann. Wenn ich Deutsch benutze, lerne ich nicht nur Wörter. Ich lerne eine neue Art, Dinge auszudrücken. Ich entdecke neue Gedanken. Ich verstehe andere Menschen besser. Eine Sprache öffnet eine neue Welt und genau deshalb lohnt sich die Zeit und die Geduld. Die Sätze vor dem Schlafen haben mir gezeigt, dass Lernen auch ruhig und angenehm sein kann. Es muss nicht immer schwer sein. Es muss nicht immer mit Stress verbunden sein. Manchmal kann Lernen einfach bedeuten, ich höre zu, ich wiederhole. Ich genieße den Moment. Ich gebe meinem Gehirn Zeit. Diese Einstellung hat meine Beziehung zu Deutsch verändert. Früher hatte ich oft das Gefühl, ich muss Deutsch lernen. Heute denke ich darf Deutsch lernen. Das ist ein großer Unterschied. Ich sehe die Sprache nicht mehr als eine Pflicht. Ich sehe sie als eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen. Eine Möglichkeit, mich besser auszudrücken. Eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Ich habe auch gelernt, dass die einfachsten Sätze oft die wichtigsten sind. Ein Satz wie ich brauche Hilfe kann in einer wichtigen Situation sehr nützlich sein. Ein Satz wie ich verstehe das nicht kann ein Gespräch retten. Ein Satz wie kannst du das bitte erklären zeigt, dass ich lernen möchte. Diese einfachen Sätze geben mir Sicherheit. Sie helfen mir, selbstständig zu sein. Und genau darum geht es beim Sprachenlernen. Ich möchte nicht nur Wörter sammeln, ich möchte die Sprache benutzen können. Ich möchte mich im echten Leben ausdrücken. Heute bin ich froh, dass ich mit kleinen Schritten angefangen habe. Jetzt sind wir am Ende meiner kleinen Reise mit deutschen Alltagssätzen vor dem Schlafen angekommen. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, wie viele kleine Veränderungen passiert sind. Am Anfang dachte ich, dass ich viel Zeit brauche, um mein Deutsch zu verbessern. Ich dachte, ich muss jeden Tag stundenlang lernen. Aber heute weiß ich, auch kleine Momente können einen großen Unterschied machen. Ein paar Minuten am Abend, ein paar einfache Sätze, ein bisschen zuhören.
Diese kleinen Gewohnheiten können mein Deutsch Schritt für Schritt verändern. Ich habe gelernt, dass eine Sprache nicht nur aus Regeln besteht. Eine Sprache lebt durch Benutzung, durch Hören, durch Sprechen, durch Wiederholung, durch echte Situationen. Deshalb sind Alltagssätze so wichtig. Sie helfen mir, Deutsch nicht nur zu lernen, sondern zu benutzen. Sätze wie „Ich bin müde“, „Ich gehe jetzt schlafen“, „Morgen ist ein neuer Tag“, „Ich wünsche dir eine gute Nacht“. Diese Sätze wirken vielleicht sehr einfach, aber sie sind ein Teil meines Lebens und genau deshalb bleiben sie in meinem Kopf. Ich hoffe, dass du auch deine eigenen kleinen Momente für Deutsch findest. Vielleicht am Morgen, vielleicht beim Spazierengehen, vielleicht vor dem Schlafen. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Der beste Zeitpunkt ist der Moment, in dem du anfängst. Du musst nicht viele Wörter kennen, du musst nicht alles verstehen, du musst nicht perfekt sprechen. Beginne einfach mit dem Deutsch, das du schon hast. Jeder Satz ist ein Fortschritt, jede Wiederholung ist eine Übung, jeder kleine Schritt bringt dich weiter. Ich möchte dir auch sagen, hab keine Angst vor Fehlern. Fehler gehören zum Lernen. Jeder Mensch macht Fehler, wenn er etwas Neues lernt. Auch Muttersprachler lernen immer neue Wörter und Ausdrücke. Das Wichtigste ist, dass du weitermachst. Wenn du einen Satz nicht verstehst, höre ihn noch einmal. Wenn du ein Wort vergisst, lerne es später wieder. Wenn du unsicher bist, versuche es trotzdem. Mit der Zeit wird Deutsch vertrauter. Die Wörter werden leichter, die Sätze kommen schneller. Und irgendwann merkst du, ich verstehe mehr als früher. Ich kann mehr sagen als früher. Ich bin besser geworden. Dieser Moment kommt durch viele kleine Übungen. Nicht durch Perfektion, sondern durch Geduld. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Ich hoffe, diese Folge hat dir gezeigt, dass Deutschlernen auch ruhig und angenehm sein kann. Du kannst Deutsch in deinen Alltag bringen. Du kannst kleine Gewohnheiten aufbauen. Du kannst jeden Tag ein bisschen besser werden. Also entspanne dich heute Abend. Höre ein paar deutsche Sätze. Wiederhole, was dir wichtig ist und gib deinem Gehirn Zeit, die Sprache aufzunehmen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlernen. Bleib motiviert, bleib neugierig und vergiss nicht, jeder Satz, den du heute lernst, kann morgen ein Teil deiner Sprache sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine ruhige Nacht und schöne Träume. Tschüss und bis bald.